Wir sind jetzt hier auf dem Stand von Campwerk, genau Campwerk. Und ich möchte euch in diesem Video auch mal ein paar Alternativen zu den Vans und zu den Wohnmobilen vorstellen. Hello my friends, come with me on a walk through the Caravan Salon 2021 in Düsseldorf, the world's largest camping exhibition. I discovered some very special features for you and many friendly people explaining their products. Enjoy this adventure, let's go! Hallo Leute, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Campwerk, genau Campwerk. Und ich möchte euch in diesem Video auch mal ein paar Alternativen zu den Vans und zu den Wohnmobilen vorstellen. Und ich bin jetzt zusammen mit dem Mike. Und der Mike zeigt mir jetzt mal die Dachzelte im Sortiment von Campwerk. Hallo Mike. Hallo, moin. Mike, bist du schon die ganzen Tage hier auf der Messe? Ja. Bist du froh, wenn die Messe zu Ende ist? Nein, ich mache 130 Messetage, ich genieße es. Ich habe die Kappe auf hier. Okay, was ist eigentlich die nächste Messe nach der Düsseldorfer Messe? Dann bin ich im Gut Bastos bei der Northside. Ah, okay. Gleich am nächsten Freitag. Oh, okay. Und du bist angestellter Mitarbeiter von Campwerk? Genau, ich bin der Vertriebsleiter zufällig und von daher für die Antwort der ganzen Produkte mit hier. Super, da habe ich ja genau den richtigen hier angetroffen. Okay, wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang. Okay, Mike, let's go. Ja, let's go. Okay, Mike, so was möchtest du mir mal vorstellen? Ich finde den Bulli ja ganz toll. Ja. Eine Frage zu dem Bulli. Ist das jetzt nur ein Beispiel für 2 Dachzelte, die man theoretisch installieren kann? Oder könnte man auch theoretisch wirklich mit 2 Dachzelten wie hier abgebildet losfahren? Also es hängt immer von der Dachlast ab. Das ist natürlich extra bei diesem Bulli so gemacht. Man muss ganz ehrlich sagen, der Bulli ist nicht ganz echt mehr. Deshalb haben wir ihn umkonstruiert, dass wir sowas überhaupt ermöglichen. Wir haben schon Fahrzeuge aufgerüstet, die dementsprechend 2 Dachzelte haben. Zum Beispiel ein langer Defender und so, also ein Übermaß, wo dann die Dachlast dementsprechend die 150 Kilo hat. Das wäre eine Option, aber es ist nicht die Regel. Also weil die Fahrzeuge im normalen Verbraucherschnitt bei 75 Kilo liegen und das ist für ein Dachzelt im Maximum ausgelegt. Okay, alles klar. Ja, ich denke mal auch, dass das nicht die Regel ist. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die du mir hier erläutern möchtest? Ja, also wir haben ja 2 Varianten der Dachzeltgeschichte. Das heißt, hier links sehen wir das Basismodell, unser eigenes, das ist Adventure. Das praktisch immer noch klassisch, so wie man es kennt, wie in Australien und überall im Gebrauch, mit der Plane und so dementsprechend aufgeklappt wird. Und wir haben rechts das neueste Modell, was wir dazu bekommen haben seit 5 Jahren. Das ist ein Zelt mit der Hartschale auf der rechten Seite jetzt. So sieht das aus. Das ist natürlich 2 verschiedene Systeme. Das eine im Oldschool, sagen wir, und das Neueste ist das hier mit der als Hybridtechnik, Hartschale und auszuklappen, genauso wie das von der Basis her das Eigenprodukt. Der Vorteil natürlich bei der Hartschale ist Windunempfindlichkeit, schnellerer Aufbau und dementsprechend eine riesige Liegefläche von 2 Meter mal 2,10. Also mega. Wow. Schnellerer Aufbau sagst du. Wie lange dauert denn der Aufbau ungefähr? Der Aufbau bei dem rechten dauert ungefähr 2 Minuten und das links bei dem Oldschooler, sag ich mal so, sind es 8 bis 10 Minuten, je nachdem. Okay. Also ist alles schnell. Ne? Ja. Und in welcher Preisklasse bewegen wir uns da? Wir liegen jetzt so im normalen Mittel, geht das bei 1.700 € los. Das ist der Startpreis von dem klassischen und hier geht es bei 4.100 los. Ich habe mich gefragt, ich war auch schon mal drinnen. Ja. Die Matratzen sind ja relativ komfortabel, also da kann man schon gut drauf schlafen. Aber gibt es eigentlich auch Dachzelte, die so eine Art Unterfederung wie Tellerfedern verbaut haben? Es gibt bestimmt Hersteller, die was haben. Wir haben es jetzt nicht. Aufgrund der Bauform, die wir gewählt haben, bei dem neuen Produkt hier haben wir eine Hartschale von 32 Zentimeter, die dementsprechend nicht viel zulässt. Darum geht es darum, den Aufbau nicht zu hoch zu stimulieren, damit man auch in die Garagen und Sonstiges kommt. Weil je mehr man reinpacken könnte,
Jahrzehnte, desto mehr Volumen braucht man und so gesehen kommt man nicht mehr überall durch und der Komfort ist dann das Einzige, wo man vielleicht im Medium-Bereich dann auch liegt. Das ist der Okay, das ist klar, aber ich denke mal, vielleicht kann sich da Campwerk auch was bei den Vans abschauen. Bei den Vans gibt es ja auch Dachaufbauten, Dachzelte, also praktisch Hochdächer, die teilweise dann auch mit Tellerfedern unterlegt sind und das sind da vielleicht 3-4 Zentimeter, die da... Die sind bei teilweise einigen Sachen nicht mehr möglich, weil du hast ja noch Bettzeug drin, du hast dementsprechend eine Mesh-Unterlage drin und wir haben jetzt alternativ bei diesem Produkt jetzt neu eine aufblasbare Matratze. Das ist natürlich beim Komfort jetzt wieder dementsprechend noch stärker als eine Tellerunterfederung. Die kann drin bleiben und du kannst es eben natürlich mit Luft bedienen und hast natürlich einen super Komfort. Ja, das ist toll. Wie musst du die aufblasen? Wahrscheinlich nicht mit dem Mund, du brauchst eine kleine Pumpe. Eine kleine Pumpe, genau so. Ja, Mhm, okay. genau. Aber geht ja schnell. Okay, super. Zum Schlafkomfort. Was sagen denn die Kunden? Also in der Regel, wie ist denn das Feedback? Also schlafen die gut drin? Ja, also jetzt, ich bin natürlich Betroffener, muss ich sagen, nutze die ganze Geschichte selbst und es ist natürlich individuell und wenn es einem wirklich zu hart ist, es gibt ja auch Systeme, die wir haben im Programm mit Schlaftoppern drin, die müssen aber wieder rausgenommen werden, aber die kann man als Ergänzung nehmen und der Schlafkomfort ist dann dementsprechend sehr gut. Was denkst du denn? Diese Dachzelte, okay, wer ist eigentlich euer Kundenpotenzial vom Alter her? Sind das mehr junge Leute oder auch mittleren Alters, die sich für ein solches Dachzelt entscheiden? Also der Witz ist, wir sind wirklich da alterslos. Wir haben also wirklich, aber wenn man es so sieht, mehr so das Mittelalter am stärksten. Wenn man die Peaks sieht, junge Menschen, Familien auch, dann geht dieses Klientel, aber wenn es auf die Masse sieht, ab 50 plus sogar mehr in dem Bereich, die das Campen wieder für sich entdecken. Das bedeutet also, die Kinder sind aus dem Haus, sie haben einen normalen Pkw und wollen erstmal wieder anfangen, zum guten Preis-Leistungsverhältnis mobil zu sein und sich irgendwas zu gönnen. Und das ist ganz stark das Klientel, was los ist. Letzte Woche hatte ich wieder welche, gerade in Ruhestand mit jungen 65, 68, ein Arzt und seine Frau, die haben gesagt, wir wollen mal wieder ein bisschen raus und haben dann jetzt sich so ein Dachzelt gehört und machen eine Italien-Tour. Wow, das finde ich ja mega. Das finde ich auch wirklich super. Ja. Und du persönlich machst das auch? Ich auch. Ich war gerade jetzt wieder 3 Wochen in Italien und Korsika unterwegs, habe also eine richtige Städtetour gemacht, vom Comer See, Mailand, Rom, zum Schluss Korsika. Mega. Super. Mike, zu diesen beiden Dachzelten in Verbindung mit diesem super stylischen Bulli, gibt es da noch irgendwas Besonderes, was du mir erzählen möchtest? Also es gibt bei beiden Produkten natürlich Zubehör. Das bedeutet, man kann hier noch ein Vorzelt dran machen. Bei dem anderen, beim Hybriden, gibt es eine Markise und ein Vorzelt. Also man kann das Produkt auch immer wieder freizeitmäßig ergänzen. Und es sind Module, die auch im Nachgang möglich sind. Also man ist nicht verpflichtet, gleich die volle Hütte zu nehmen, sondern man kann immer nach und nach, auch nach Bedarf und Geldbeutel, dementsprechend das immer noch erweitern. Ja. Gibt es, du sprachst eben von einem Vorzelt, gibt es auch sowas, so ein kleines, sag ich mal, Heckzelt, was man hinter den Wagen noch anbauen kann? Nein, weil wir dadurch, dass wenn du jetzt auf das Produkt mal schaust, das ist das gleiche, was wir in Grau nochmal in Grün haben, das ist jetzt am Heck angebaut und das bedeutet, du könntest da ja noch ein Zelt runter machen. Ah, ja, okay. Dann hast du dein Heckzelt in der Art. Genau, das hängt so ein bisschen über das Heck rüber. Ja. Genau, und dann kannst du praktisch, die Leiter ist dann verschlossen und du hast praktisch das, was du alles siehst, was jetzt überbaut ist, da hängst du noch ein Zelt runter. Ja, okay, gehen wir mal gleich zu diesem Modell. Das ist mir eben auch schon aufgefallen. Das hat eine schöne Markise. Ja. Die ist hier praktisch am Dachzelt an der Seite befestigt. Nee, das ist nicht ganz richtig. Das ist ein Extra-Modul, hat nichts mit dem Dachzelt zu tun. Das ist eine Markise, die zusätzlich an jedes Fahrzeug, die jetzt ein Trägersystem haben, zusätzlich aufgebaut werden. Haben wir jetzt auch ganz neu bei uns. Gibt es natürlich schon länger diese ganze Geschichte, aber wir haben jetzt unser eigenes Produkt hergestellt, wo du einmal praktisch die Fläche reißt. Da bist du aber vom Dachzelt unabhängig. Das ist ein extra Produkt. Okay. Wie teuer ist das denn? Also, sag mir zuerst mal den Standardpreis hier von dem Dachzelt und dann plus Markise. Genau, also die Markise haben wir jetzt ganz neu, die kostet 990 €. Die kann aber auch eben mit Modular noch zugemacht werden, auch so. Und das Dachzelt war das, was wir eben gerade in Grau gesehen haben, geht auch bei 1,7 los. Das ist das breitere, kostet 300 € mehr, liegt bei 1,9. Okay, breit, wie ist die Breite hier? Wie sind die Maße? Bei dem hier ist 1,65 x 2,40 im ausgeklappten Zustand. Das, was du da links gesehen hast, das Graue war 1,40 x 2,40. Länge ist immer identisch, Breite ist 1,40 oder 1,65. Okay. Gut, wirklich klasse. Gibt es hier noch irgendwas zu sagen, also was dir wichtig ist? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei diesem Produkt, wir machen ja schon seit 11 Jahren unser Produkt, das ist die neueste Version, die gibt es jetzt seit einem halben Jahr. Da haben wir neue Böden drin, also Kunststoff statt Alu. Wir haben neue Fenster drin, die vergrößert worden sind. Wir haben immer das Innenzelt dabei, neue Leitertechnik, begradigt und so, dementsprechend mehr Lüftung und nochmal wieder eine Qualitätsgeschichte vom Material nochmal dazugelegt. Also das wird im Moment verkauft mit Lieferzeiten im Oktober. Okay, Mike, dann lass uns jetzt mal zu dem Nachbarstand gehen. Ich glaube, da seid ihr auch vertreten, oder? Der Nachbarstand hat die gleichen Produkte wie hier. Achso, das sind genau die gleichen Produkte. Wir haben uns ein bisschen breiter aufgestellt. Ah, okay, alles klar. Gut,
Mike, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und ja, ich wünsche dir noch ein paar schöne, erfolgreiche letzte Messetage. Am Sonntag ist ja der letzte Tag der Messe. Wie können die Kunden euch erreichen? Wir haben eine Webseite, wo man auch konfigurieren kann. Wir haben Showrooms in Deutschland verteilt. Wir haben von Hamburg bis Bochum Hauptsitz. Wir haben in Halle, Leipzig und in Würzburg, also Dörzbach, Showrooms und in Holland. Super, vielen Dank mal für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das ist toll. Watch the whole big video about my walk on the Caravan Salon 2021 featuring Mike from Campwerk and his marvelous roof tents, Martin from Easy Caravanning and the magical blow-up tent trailer, Gernot from Gentle Tent, inventor of the bike caravan and inflatable roof tents, me testing out the comfort of Gernot's tents, the innovative slide-out technology of the James Cook van, a crazy guy from Switzerland introducing his world's smallest stove for your van, one of my favorite vans, the Adria Twin Sports models with lifting bed, foldable shower cabin and a huge high roof pop-up, the fancy wheelhouse trailer, Herbert from Loom explaining their exclusive high-end caravan,
the Tap Man. Just click here on the video link. Enjoy!